nutzen interessanterweise auch in der Zusammenarbeit mit Smart Digital die Blockchain als einen Speicherort. Ich finde es eine faszinierende Technologie, aber ich glaube, man muss da auch ein bisschen zwischen Hype und Realität unterscheiden. Für mich ist die Blockchain in erster Linie eine distribuierte Art der Speicherung in einem bestimmten, intelligenten, potenziell kryptografisch abgesicherten Format. Indem ich die Daten irreversibel und distribuiert speichere, habe ich eine Nachweissicherheit. Es geht hier um kritische Infrastrukturdaten zum Teil. Das heißt, hier ist es durchaus interessant, erstens einmal sicher zu wissen, wann Inspektionen stattgefunden haben, wann die Daten erhoben worden sind, dass die nicht veränderbar sind. Gerade wenn es nachher Fälle gibt, wo man nachschauen muss, warum ist etwas passiert, das ist der Worst Case. Aber natürlich, um diesen Worst Case auch zu verhindern, eine Transparenz zu schaffen zwischen all den Betreibern, dass hier tatsächlich eine Inspektion stattgefunden hat und die Ergebnisse tatsächlich auch zu diesem Zeitpunkt vorgeherrscht haben. Also Manipulationssicherheit, Transparenz, da kann die Blockchain natürlich massiv helfen. Alle unsere Transaktionen müssen nachvollziehbar sein und sicher sein. Sicherheit, Security ist eines der zentralen Elemente bei der Bereitstellung von Technologien, bei der Bereitstellung von Services, bei der Bereitstellung von Informationstechnologie. Eine zentrale Technologie hierzu ist Blockchain, die uns hilft, jede einzelne Dateninformation, jede einzelne Transaktion auditierbar zu machen, jede einzelne Transaktion nachvollziehbar zu machen und jede einzelne Transformation sicher in den Prozessen abzuwickeln. Also Blockchain für mich ist eine Art, wie ich etwas abbrechen kann, was sehr präzise und einmalig ist und mir eine extrem hohe Sicherheit gibt. Und wenn ich diese Prozesse immer wiederhole, muss ich ein großes Vertrauen haben, dass sie einmalig sind und authentisch sind. Und das ist, wo ich diese Technologie einsetzen muss. Und dementsprechend, also eine Flugfahrt beispielsweise, die x-mal passiert, jeder Schritt diesen Prozess muss sozusagen dokumentiert sein und ich muss es vertrauen. Da bietet die Blockchain sehr viel Potenzial, dass man einfach revisionssicher, fälschungssicher Daten ablegt und gleichzeitig den Spagat aber schafft, dass eine Blockchain muss nicht heißen, die Daten liegen öffentlich zur freien Verfügung. Das heißt, nur bestimmte Daten haben zu einem bestimmten Zeitpunkt schon existiert und wurden nachher nicht mehr überschrieben. Man kann da durchaus auch verschlüsselte Daten ablegen, um hier Datenschutzbedenken zu zerstreuen.